Wir reden hier über 30 Millionen Diamanten. Schwarzgeld. Von 3.300 Fächern haben sie 3.200 leer geräumt, Bruder. Wenn es zu einer Schießerei kommt, sind die anscheinend sogar bewaffnet. Der kauft einfach für 1.500, 1.600 Euro Böller. Für das Geld, was man da in die Luft jagt, kann man an die Tiere spenden. Es hat ja nichts mit Frauen zu tun. Also es gibt ja auch viele Männer, die eine Beziehung wegen Geld anfangen. Die scheißen einfach rein, Bruder. Ja. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich bin der Abdi. Der Ismail. Willkommen bei meinem Kanal Abdi Unchained. Wir sind gerade auf dem Rückweg vom Stuttgarter Flughafen Richtung Bodensee. Heute ist der 31. Dezember. Wir haben zwei aktuelle Themen, wo wir gerne besprechen wollen würden. Wir haben gedacht, wir nutzen die Fahrt ganz normal, ganz produktiv und machen einen kleinen Autopodcast. So, was mich auf jeden Fall interessieren würde, hast du das gestern mitgekriegt mit dem Bankraub oder? Ja, in Gelsenkirchen. Ja, genau, in Gelsenkirchen. Ja, davon habe ich mal kurz was gelesen, dass da 228 Fächer. Nein, ich sag dir ganz genau, von 3.300 Fächern haben sie 3.200 leer geräumt, Bruder. Wir reden hier über 30 Millionen, was geschätzt worden ist von der Bank. Aber die Schätzungen sind anscheinend viel mehr. Also werden weit über 30 Millionen sein. 30 Millionen Euro. Also ich gehe halt stark davon aus, viele haben da auch Bargeld drin gelagert, was man ja eigentlich offiziell nicht darf, weil versichert. Ich glaube, bis 10.300 Euro ist dein Schließfach versichert, wenn du keine zusätzliche Versicherung hast. Das müssen wir mal vorstellen. Manche Leute haben ihr komplettes Erspartes da drin. Ganze Gold, was weiß ich, Diamanten, Schwarzgeld. Wertvolle Sachen einfach. Nicht alles weg. Alles weg, Bruder. Einfach so. Ja. Aber jetzt müssen wir vorstellen. Keine Haft ist dafür. Nein, was denkst du, was die Versicherung allein schon dafür tun wird, um nicht zahlen zu müssen? Naja, alles, du wird alles geben. Ja, also wie gesagt, mir tun auf jeden Fall die Leute leid. Ehrlich, wenn die Bank ausgeraubt worden wäre, dann würde es mir nicht so wehtun. Ich würde sagen, krasse Aktion von den Räubern. Ist ja wirklich Hollywood-reif, Bruder. Ja klar, heutzutage hört man das ganz selten, dieses Bankraub und so weiter. Früher war das, glaube ich, mehr. Ja. Aber heutzutage ist es ein bisschen schwieriger geworden, wahrscheinlich, diese Kriminalität. Jetzt hört man immer wieder mal ein bisschen, so wie jetzt in Gelsenkirchen. Ja, vor allem, überleg mal, wie die das geplant haben, auch von der Zeit her. Ja. Die haben sich das nicht umsonst ausgesucht, nach Heiligabend, also nach Weihnachten, wenn die genau wissen, da gibt es dann 2, 3 Feiertage. Weißt du, ich meine, keine Mitarbeiter, wenig Personal. Aber es war ja auch zeitlang so, dass in Holland-Grenze die Holländer rüber nach Deutschland gekommen sind und die Banken gesprengt haben. Die Geldautomaten, das gibt es heute noch. Nur das wird in den Medien nicht mehr so krass publiziert. Aber die Holländer waren, die Einheimischen nicht, aber das kam ja von Die sind immer noch Platz 1, also Holländer und Belgier. Also da gibt es eine krasse Mafia, die haben so gewisse Vorrichtungen, wo die quasi Gas reinlassen in diese Geldautomaten. Aber alles in Deutschland. Alles in Deutschland, Bruder. Ja, damit sie auch natürlich unbekannt bleiben. Ja, die haben dann meistens so gestohlene, hochmotorisierte Fahrzeuge, so wie ein RS6, was ja einen großen Kofferraum hat. Ja, gestohlen oder... Ja, gestohlene Kennzeichen und dann rasen sie über die Grenze. Oder gemietet, mit anderem Namen. Ja, meistens sind es eigene Fahrzeuge oder, keine Ahnung, gestohlene Fahrzeuge, die sie irgendwo in der Garage, versteckten Ort lagern und dann nur für diese Einsätze verwenden. Ja, aber es sind hochwertige Autos, gell? Hast du gesehen? Bro, die haben teilweise 500 PS, die sind ja hochgezüchtet mit Software und sonst was. Schnell fahren können. Genau, die sind bereit für Verfolgungsjagden. Also wenn quasi eine Schießerei kommt, sind die anscheinend sogar bewaffnet. Also da steckt wirklich kriminelle Energie drin. Aber die Aktion in Gelsenkirchen, das ist ja auch Hollywood-reif, Bruder. Überleg mal, ein Kernbohrer. Weißt du, ich meine, alles richtig geplant. Was denkst du, also glaubst du, dass da ein Insider drin ist? Also mit Insider ist gemeint, meinst du, da ist einer beteiligt, der in der Bank mit drin ist? Also, wenn die vom Ausland sind, so jetzt wie das vorhin wir geredet haben, glaube ich nicht. Ich glaube, um so eine Aktion durchzuführen, musst du einen haben, der in der Bank sich auskennt. Also quasi. Wie ist das eigentlich passiert? Wo sind die Räubereien? Oder von wo haben sie das? Von einem Nebenraum, oder? Also da gibt es anscheinend eine Tiefgarage, wo scheinbar zur Bank gehört, aber man kann da einfach rein. Durch die Tiefgaragen gibt es so einen Zwischenraum, wo du wahrscheinlich in den Keller kannst von der Tiefgarage, wo auch nicht bewacht ist.
Diese Wand führt direkt ins Archiv von der Bank. Also Archiv heißt quasi, wo du die ganzen Ordner drin hast, Kundendaten und so weiter. Haben sie sich da reingebohrt. Das war anscheinend auch die Wand, wo es dann direkt zum Tresorraum geht. Woher Aber hast du das gewusst? das haben die 100 Pro gewusst, Bruder. Aber wenn Die da muss, halt jeder rein kann, dann kann ja also sehen, dass da einer ist bestimmt als Kunde mal reingegangen ins Bank und hat mal alles durchgecheckt, ne? Und dann mal kurz ins Tiefgarage gegangen. Und dann haben sie es gesehen, ja. Da haben sie es geplant halt. weißt du, wie das Profis machen, oder? Die haben einen in der Bank eingeschleust oder einer, der wo in der Bank ist, haben sie wahrscheinlich ein Familienmitglied quasi erpresst oder so viel Kohle bezahlt, dass der Bankangestellte gesagt hat, okay, ich müsste rein theoretisch 2 Leben dafür arbeiten, um dieses Geld zu gewinnen. Ja, dann mache ich quasi mit denen Geschäft. Die andere Variante wäre, und das ist auch plausibel, ich gehe zu der Bank, miete mir ein Schließfach und tu quasi in diesem Schließfach so ein AirTag platzieren, weißt du, sowas wie ein GPS, wo ich dann genau weiß, okay, und so ein AirTag, der zeigt es dir Millimeter, also was heißt Millimeter genau, Meter genau an. Und angenommen, du kannst so einen AirTag auch an deinen Hausschlüssel dran machen oder Autoschlüssel und du hast irgendwo verloren. Der führt dich wirklich metergenau bis dorthin und piep, 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 piep. Da weißt du ja im Prinzip ganz genau, wo du hinbohren musst. Ja, Der zeigt dir die Richtung an mit Pfeilen und so weiter. ich denke auch, wenn Das ist auf jeden Fall machbar. Also wenn du keinen in der Bank hast, dann musst du rein theoretisch einfach dir einen Schließfach mieten, GPS rein, weil du wirst ja sowieso aufknacken. Dann kannst du schön dein GPS wieder mitnehmen. aber so können sie sich ja auch identifizieren. Ja, woher denn? GPS? Das gemietete Fach, welchen Namen? Bro, da sind 3300 Fächer. Einer von diesen war es wahrscheinlich, aber willst du wissen, welcher von denen? Achso, ja, das ist ein bisschen schwierig, ja. Ja. Alle zurückverfolgen, Handys abchecken, Ja. keine Ahnung. Ja, das ist ein Ansatz. Heutige Technik kann Das- man ja viel. Ich glaube nicht, dass sie so eine Fehler eingehen würden, also riskieren würden. Ich denke schon, Bruder. Also, wenn du das richtig geplant hast, dann nimmst du in Kauf, erwischt zu werden. Dann dürften sie aber mit demjenigen, wo das Fach gemietet hat, keinen Kontakt haben, auch mit SMS und so weiter. Ja, safe. Weil das ist dann wieder alles zurückverfolgbar, weißt du? Ja, bestimmt, bestimmt. Aber selbst wenn, die können es ja nicht beweisen. Du kannst ja nicht, der Bankangestellte oder die Bank selber weiß ja nicht, was in diesen Fächern gelagert wird. Ist ja Datenschutz. Deswegen gibt es auch in diesen Tresorräumen keine Kamera, Bruder. Aber was mich wirklich wegschickt, was ich nicht verstehe, warum kein Bewegungsmelder oder Rauchmelder? Ja, das ist doch eigentlich, ja, gell, so sichert. Weil da wird bestimmt geschweißt, geflext oder sonst was. Da wird bestimmt Krach gemacht. Da war anscheinend auch Rauchalarm oder Feueralarm. Aber nicht in Okay. diesem Tresorraum selbst, sondern in der Bank selbst. Ja, sollten sie das im Tresorraum auch machen, also. Und durch das, dass eben nur 10.000 versichert sind, tun mir einfach die Leute leid. Ganz ehrlich. Ja. Und es war ja auch die Gerede, die 10.000 kriegst du erst dann, wenn du es fotografiert hast, was du da Richtig. drin hast. Das ist ja das Hab ich Nächste. mal gehört, ja. Das ist ja das Nächste. Angenommen, du hast da irgendwie Goldschmuck gelagert oder eine Rolex-Uhr oder sonst was. Bro, seien wir mal ehrlich. Wer fotografiert das oder wer hat noch mal eine Zusatzversicherung abgeschlossen? Weil anscheinend kriegst du nur mehr zurückerstattet, wenn du eine Hausratversicherung, Zusatzversicherung für dein Schließfach abgeschlossen hast. Dann kann es sein, dass du mehr zurückbekommst. Aber du musst quasi irgendwie sowas wie ein Foto, Dokumentation haben. Seien wir mal ehrlich, wer macht das, Bruder? Keiner. Ja. Das ist halt wieder vom Versicherer. Ich glaube, keiner hat ein Foto gemacht oder so. Ey, guck mal, ich habe so viel drin. Als Genau. Sicherheitshalber. Genau. Falls es mal ausgeraubt wird, ich habe dann. Kann schon sein, Bro, aber die Und wenn da eine 70-jährige Dame das drin hat, die macht sowieso kein Foto. Also die haben sowieso kein Handy oder. Also es gibt's ja, weißt du, ich meine. Das können sie jetzt schlecht verlangen. Bro, ich sag ganz ehrlich, ich habe auch schon mal, aber das ist schon 10, 15 Jahre her, auch mir so ein Schließfach gemietet. Ja, keine Ahnung, was lagert man da drin? Eine Uhr oder sonst was, weißt du, wie ich meine? Oder gerade Schmuck, was du gerade nicht trägst, was du vielleicht auf Hochzeiten trägst und so. Aber seien wir mal ehrlich, sogar ich habe keine Fotos gemacht. Wer geht davon aus, dass so ein Teil Hollywood-Aktion quasi aufgebrochen wird? Keiner. Oder wir müssen halt irgendwo ein ganz anderes System machen. Vielleicht irgendwo aufschreiben, wo es dann Bank weiß, okay, diese Person hat so viele Sachen drin, dass es irgendwo hinterlegt ist, was da drin ist. Aber so weiß der Bank nicht, was du drin hattest. Aber du sagst, ich habe so viel drin gehabt. Das kann ja auch sein, dass
diejenigen, die Geschädigten auch bluffen können. Ich denke, das werden die auch probieren, dass die quasi sagen werden, hey, ich habe da mehr drin gehabt, einen Goldring drin hattest, werden viele auch behaupten, hey, ich habe da 60.000 drin in Gold gehabt und so weiter. Nee, obwohl sie nur 10.000 drin hatten. Ja, wir wünschen auf jeden Fall den Geschädigten alles Gute. Wie gesagt, dass ja nur ein kaltes Wasser drauf trinken müssen. ja, Mann, also das Geld können sie, glaube ich, erstmal vergessen, weil die, wo das so geplant haben, die werden auch geplant haben, wie sie das Geld quasi sofort waschen, weißt du, ich meine, verstecken, in den Markt bringen, weißt du, ich meine? Weil wer das plant mit Flucht und geklauten Kennzeichen, anscheinend waren die Kennzeichen sogar aus Hannover geklaut und der Einbruch war in Gelsenkirchen. Wie sie es vielleicht erwischen können, zum Beispiel welche Uhr, Rolex oder mit Zertifikat irgendwo zum Verkaufen steht, durch das können sie vielleicht dann rauskriegen. Ne? Ja, Also durch ja, genau, Uhr. Rückverfolgung. Ja, Durch die Seriennummer und so weiter. Das könnte schon sein. das könnte schon sein. Anscheinend wurden auch ein paar Leute gesehen, so maskierte Männer, schwarz gekleidet mit einem hochmotorisierten Auto, aber keine Videos, keine Bilder und das sind nur so Aussagen von Passanten. Da gibt es auch viele, die wollen sich einfach nur wichtig machen. Ah, ich habe welche gesehen, weißt du, obwohl das überhaupt nicht der Fall ist. Nur damit sie so berühmt werden quasi, weißt du, damit sie gehört werden. Ansonsten, nächstes Thema. Heute ist der 31.12., Silvester. Ja. Was hältst du von den Leuten? Weil ich habe jetzt ein paar Videos gesehen, wie die teilweise stundenlang Schlange stehen oder teilweise richtig so kämpfen in diesen Lidl-Läden wegen Böller und Raketen. Was hältst du davon? Ich finde, sowas sollte man weglassen, weil Tiere kriegen ja auch Angst. Ne? Man sollte an Natur denken, an Tierschutz denken, Tiere für das Geld, was man da in die Luft jagt, kann man an die Tiere spenden. Oder hungrige Menschen, gibt es ja so viele. Und wir jagen das einfach in die Luft. Ist traurig, denke ich. Also ich denke halt so, wenn ich diese Videos sehe, das sind meistens halt Menschen, die sagen wir mal Mittelschicht sind oder untere Schicht. Ja? Und dann gucke ich so Videos, Bro, der kauft einfach für 1.500, 1.600 Euro Böller. Weißt du, wie ich meine? Verrückt. Ja, das ist verrückt, Bruder. Aber dann zu sagen quasi, oh mein Gott, Energiekosten sind gestiegen, ich habe kein Geld für Urlaub oder, weißt du, ich meine? Irgendwie ist das ein Widerspruch. Das sind dann die Leute immer, wo immer am meisten heulen. Das ist teuer. Aber für sowas gibt man einfach Geld aus. Ja, Silvester, man kann es feiern, aber inzwischen ist ja Dubai den Schritt gegangen zum Beispiel, dass die komplett keine Raketen mehr oder Böller haben. Die machen da so Lasershow mit Musik. Also, auf jeden Fall viel schöner, Bro. In anderen Ländern lassen sie Millionen von Ballons. Ja, ob das jetzt umweltfreundlich ist, eine andere Frage. Ist auf jeden Fall aber tierfreundlicher, das kann man mal sagen. Ja. Tierfreundlich auf jeden Fall. Ja. Jedes Jahr das Gleiche. Menschen trinken, saufen. Ja, die scheißen einfach rein, Bruder. Ja. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Halten wir diesen Autopodcast etwas kürzer, damit wir uns auch mal so unterhalten können. War eine ganz spontane Sache. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, lasst doch ein Abo da, ein Like da, kommentiert fleißig, was man besser machen kann. Ob ihr solche Autopodcasts öfter sehen wollt, vielleicht wäre es eine coole Nische. Uns macht es auf jeden Fall Spaß und wir nutzen die Fahrt produktiv. Ich habe eine letzte Frage, Bro. Ja. Geld oder Liebe? In heutiger Zeit sage ich Geld. Warum Geld? Weil, weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Welt ist ein bisschen, also die Frauen sind ein bisschen, also meine Meinung, ja, also Respekt an Frauen, ich küsse unsere Müttern an die, aber in heutiger Zeit geht alles nur ums Geld. Frau kommt auch nur, also wenn du Geld wirklich hast. Liebe ist wenig geworden, sag ich mal so. Ja, ich will jetzt nicht die Frauen schlecht machen. Es hat ja nichts mit Frauen zu tun. Also es gibt ja auch viele Männer, die, was weiß ich, eine Beziehung wegen Geld anfangen. Weißt du, ich meine so? Es gibt Ja, immer. es gibt auch natürlich für Männer, ja. Aber ich denke, Frauen sind mehr. Das ist Also, meine Meinung. ja, Golddigger meinst du? So. Ja, sowas ähnliches. Aber wie gesagt, Respekt an Frauen. Unsere Müttern sind alle einzigartig. Ja, ich glaube halt auch daran, dass viele Sachen sich gewendet haben, also auch nach Social Media quasi, nach Instagram, Facebook, ist einfach ein neues Zeitalter, dass quasi die inneren Werte, Gefühle nicht mehr so eine große Rolle spielen. Ja?
Oder eine Schulbildung. Ich habe letztens erst eine Show gesehen, Bro. Das ist auch so eine Dating-Show, keine Ahnung. Der kommt rein, da stehen dann 6 Frauen, oberflächliche Frauen, anders kann man es nicht sagen. Der sagt, ich bin Student und alle gleich drücken den Buzzer, so nach dem Motto, hey, kein Interesse. Dann haben die gefragt, so, warum? Warum habt ihr den Buzzer erst gedrückt, wo ich gesagt habe, ich bin Student? Und da haben wirklich alle 6 gesagt, ja, weil du verdienst ja noch kein Geld. Echt? Ja, wirklich. Ist ja traurig. Ja, eigentlich muss man sowas, und das ist halt für die neue Generation, finde ich das traurig. Ja, klar. Weil wenn das ein Jüngerer sieht, der denkt sich ja dann, okay, Demotiviert ihn. warum soll ich studieren so, wenn es in der Gesellschaft nicht mehr so gut anerkannt wird? Aber die Frauen machen sich halt keinen Kopf darüber, dass der Typ eventuell einen normalen arbeitenden Hilfsarbeiter, sage ich jetzt mal, um Längen überholen wird. Wenn er dann, was weiß ich, einen krassen Job als Anwalt oder Arzt oder Investmentberater bekommt oder ITler, weißt du, ich meine? Das ist ja nur eine Frage der Zeit, dass er krasses Geld verdient. Das wäre ja verrückt. Du hast gesagt, statt Geld oder Liebe, Geld. Okay, meine nächste Frage ist, wie sollte man sein Geld heutzutage anlegen? Investieren, In was zum Beispiel? Haus, Wohnung, Also Immobilien. Immobilien auf jeden Fall. Das erste Grundstück an zweiter Stelle. Auto eher weniger. Ja, kommt drauf an, was für Autos. Es gibt Kommt natürlich drauf wirklich an. Autos, so Oldtimer, wo Ja, wirklich... sowas kannst du anlegen, wenn du Platz hast. Weil das Ding muss ja auch im Trockenen stehen. Das muss pflegen, sauber halten, damit dieses Wert auch hält. Ne? Hat auf jeden Fall Wartungsarbeiten. Also so ein Auto musst du pflegen, Ja. bewegen, TÜV. Es gibt ja auch sowas wie Standschäden. Also du kannst nicht einfach einen 67er Mustang nehmen oder einen Chevy und dann sagen, okay, ich stelle den irgendwo in die Halle und hole ihn nach 30 Jahren raus. Kannst du machen, aber ist auf jeden Fall mit mehr Kosten verbunden, weil das Fahrzeug wird auf jeden Fall nicht mehr so dastehen, wie du es abgestellt hast. Der Motor muss ab und zu drehen, du musst Wartungen machen. Also hat schon laufende Kosten, aber wo ich den großen Vorteil sehe, die meisten parken halt ihr Geld auf der Bank. Ja, von mir aus Tagesgeldkonto kriegen, was gibt es aktuell, 2%. Du hast halt, wenn du so ein schönes Fahrzeug kaufst, sei es ein Supersportwagen, wo du sagst, okay, keine Ahnung, so ein Ferrari, der hält seinen Wert. Du hast halt was Schönes, woran du dich erfreuen kannst. Wenn du wirklich hart arbeitest, wo du sagst, hey, guck mal, geiler Mustang, dafür arbeite ich, das ist ein Gegenwert, der hält zumindest seinen Wert, auch wenn er keinen Wert gewinnt. Wir spekulieren ja damit, dass es eine Wertsteigerung gibt. In der heutigen Zeit aufgrund der Inflation sind wir schon froh, wenn wir unseren Wert erhalten können. Ja? Und das sind, denke ich, gute Fahrzeuge. Ich denke auch Uhren, oder der Markt ist gerade gedroppt, also das ist gefallen. Ja. Gold kannst Ja, Gold ist, denke ich, auf jeden Fall, ja, der hat brutal gerade einen Run gehabt. Also Gold ist extrem gestiegen. Gold stirbt ja nie aus. Ja, also es ist schon seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden schon Zahlungsmittel. Ja. Früher auf jeden Fall. Gold wird es immer geben. Also ich bin auch so der Freund Bitcoin. Ja, also nicht alle Kryptos in einen Topf schmeißen. Bitcoin ist auf jeden Fall die Zukunft. Ich würde mich mal an eurer Stelle Gedanken darüber machen. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Altcoins lässt sich darüber streiten. Man kann es traden, aber mit wirklich gutem Use Case. Aber wenn es euch interessiert, schreibt es mal in die Kommentare. Da kann man vielleicht mal ein extra Thema drüber machen. Weil sonst bin ich auf jeden Fall voll Bitcoiner. Und da kann ich jedem wirklich nur für die Zukunft raten, kauft euch Bitcoin in Tranchen. Also macht euch quasi gewisse Targets und macht DCA, also Dollar Cost Average. Da macht ihr nichts falsch, wirklich. Und wenn es euch interessiert, über das Thema Krypto und Bitcoin zu reden oder über Investment, schreibt es in die Kommentare. Ich bin nämlich in dem Thema voll drin und da können wir auch mal gern drüber sprechen. So, cooles, kurzes Podcast, Ja. Ismail. War gut, war schön, mit dir zu unterhalten. Und wie gesagt, wir gucken uns an, wie die Resonanz ist. Wenn es positiv ist, dann wiederholen wir das. Safe. Auf jeden Fall liken, hypen. Also es gibt jetzt sowas wie hypen. Ihr müsst das Video hypen, weil recht kleiner Kanal, Leute. Wir versuchen auf jeden Fall authentisch rüberzukommen. Eure Kommentare alle zu beantworten und auf jeden Fall Abo da lassen. Glocke aktivieren und wir wünschen uns auf jeden Fall, genau das wollte ich noch fragen, was sind eigentlich so deine Vorsätze für 2026? Was erwartest du dir von 2026? Was wünschst du dir? Gesundheit, mehr nicht. Bro, auf jeden Fall Gesundheit. Mehr nicht. Ja, wir haben eine Person verloren, 2025. Das kann so kurz sein, das Leben. Wirklich so. Wir sind manchmal in unserer Bubble drin und sind in unseren Routinen so gefangen, dass wir eigentlich nicht verstehen, dass das Leben so kostbar sein kann, Bro.
Wirklich, also Ja. Gesundheit ist wirklich so wichtig. Materiell ist nicht wichtig. Das ist das Problem. Viele erfreuen sich wirklich an Materialien und profilieren sich auch dadurch. Also Geld ist wichtig, gar keine Frage, Bruder. Das ist ein Mittel zum Zweck, dass du quasi dein Leben voranschreiten kannst. Ja. Aber bringt halt alles nichts, wenn die Gesundheit nicht passt. Gell? Ja, klar. Meine Vorsätze für 2026 ist auch auf jeden Fall Platz 1, Gesundheit. Dann habe ich ein paar Targets. Also ich will mit YouTube auf jeden Fall mehr durchstarten. Ich will mehr Content machen, das habe ich mir vorgenommen. Ein bisschen mehr Erfolg. Das Mindset quasi so gesitteter, dass ich einfach vieles Negative aus meinem Leben selektiere. Negative, toxische Personen aus meinem Leben selektiere. Habe ich schon gemacht die letzten Jahre. Und das werde ich weiterhin tun, weil das tut mir gut. Ich versuche zu meditieren, viel Sport zu machen. Das ist so das, was mich ausgleicht, Bruder. Ansonsten, wenn ihr das Video seht, wird wahrscheinlich schon das neue Jahr angebrochen sein. Gutes Neues an alle. Neues an alle. Ja, und wie gesagt, haut rein. Wir freuen uns aufs nächste Video. Abonnieren nicht vergessen, liken. Haut rein, Leute. Fühlt euch geküsst. Lasst euch nicht ärgern. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.